Erstmal Servus meine Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid und die Bärlauchzeit geht zu Ende. Da schiebe ich doch mal kurz dieses Bärlauchrezept mit Spaghetti nach, damit ihr nochmal so einen Eindruck bekommt von dieser herrlichen Bärlauchzeit. Ja, und Bärlauch und Speck passen bei mir super zusammen. Ich finde, das ist ein schönes Paar und deswegen schneide ich jetzt eine Scheibe Speck in Streifen. Auch habe ich noch frischen Bärlauch und den schneide ich und den wasche ich und schneide den auch ebenfalls in Streifen. Aber wir haben ja nicht nur Bärlauch als Zusatz, sondern wir nehmen noch eine Zwiebel mit hinein und die schneiden wir in feine Würfel. Weiter geht's dann mit den Spaghettis. Weil wir ja gleich an den Herd gehen mit der Pfanne, können wir schon mal einen Kochtopf voll mit Salzwasser aufsetzen und zum Kochen bringen. In das Kochwasser geben wir dann die Spaghetti. Wer möchte, kann natürlich auch andere Pasta-Sorten verwenden. Aber bei mir sind gerade Spaghetti stark angesagt. Okay, wie schon gesagt, wir gehen an den Herd und zwar an die Pfanne. In die Pfanne geben wir jetzt den Speck und den lassen wir aus, damit das Fett in der Pfanne verbleibt, wenn wir dann den Speck wieder gebraten aus der Pfanne herausholen. In diesem Speckfett, da braten wir dann die Zwiebeln an. Wenn dann die Zwiebeln soweit sind, dann löschen wir sie mit Nudelwasser ab. Wer möchte, kann natürlich einen trockenen Weißwein dazu verwenden. Aber trotzdem benötigen wir dann die 2 Schöpfer Nudelwasser. Sprich, die geben wir dann hinzu, wenn der Weißwein verdampft ist. Es geht aber auch schon gleich weiter, denn in das Wasser, in das Nudelwasser, in der Pfanne, geben wir dann einen Esslöffel voll von meinem selbstgemachten Brühpulver. Wer will, kann natürlich fertige Instant-Brühe verwenden. Da wäre es dann nur einen Teelöffel. So, gleich geht's weiter, indem wir mit Sahne das Ganze auffüllen und köcheln lassen. Wenn das Ganze sich jetzt ein bisschen reduziert hat, geben wir die Spaghettis hinzu. Ich muss nicht extra erwähnen, dass die natürlich al dente sind. Oder vielleicht sogar etwas fester wie al dente, weil sie können ja auch noch in der Sahne noch ein bisschen Feuchtigkeit aufnehmen. Um die Sämigkeit der Soße noch ein bisschen zu verbessern, geben wir Parmesan hinzu, 100 Gramm. Und wir schmecken das Ganze mit Salz und Pfeffer ab, bevor wir jetzt dann den Bärlauch hinzugeben. Zu Dekorationszwecken lasst ihr einfach noch ein bisschen Bärlauch übrig. Und tatsächlich, das Pasta-Gericht ist fertig. Und wir können jetzt den Teller hernehmen und schon mal eine schöne Portion anrichten. Natürlich vergessen wir jetzt nicht den Speck, den geben wir auch noch drauf und zur Dekoration noch den restlichen Bärlauch. Somit haben wir das Ende der Bärlauchzeit optimal genutzt, finde ich. Okay, vielleicht habt ihr ja noch Gelegenheiten, Bärlauch zu sammeln oder zu kaufen und versucht doch einfach mal dieses herrliche Gericht. Ich würde mich freuen natürlich, wenn es euch gefallen hat und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Also ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal meine Freunde, bleibt gesund und bleibt am Ball.